Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute habe ich ausnahmsweise mal ein Video, welches ich schon veröffentlicht hatte. Die beste Bruschetta. Diese Vorspeise ist so gut, dass ich es etwas besser in Szene setzen musste. Deshalb habe ich das Video komplett überarbeitet und neu veröffentlicht. Die Zutaten reichen je nach Appetit für 2 bis 6 Personen. Ich lege 5 Tomaten kurz in kochendes Wasser, bis die Schale aufplatzt. Dann nehme ich sie wieder heraus. Jetzt lassen sich die Tomaten leicht schälen. Das Kerngehäuse der Tomaten wird nun herausgeschält. Dann schneide ich die Tomaten in kleine Stücke und gebe sie in eine Schüssel. Eine klein gewürfelte Zwiebel füge ich hinzu. Jetzt zupfe ich einige Blätter frischen Basilikum von den Stängeln und schneide ihn klein. Nun gieße ich etwas Olivenöl an. Die Qualität des Olivenöls ist sehr wichtig. Nun wird mit Pfeffer und Meersalz gewürzt. Alles wird gut vermischt und bei Bedarf wird noch etwas Olivenöl nachgegeben. Es darf leicht ölig sein. Nach dem Abschmecken kommt es für mindestens 2 Stunden abgedeckt in den Kühlschrank. Ein Baguette wird in dicke Scheiben geschnitten. Die Scheiben lege ich auf ein mit Backpapier belegten Rost. Nun bepinsele ich die Oberseiten der Baguettescheiben mit Olivenöl. Dann werden die Baguettescheiben im Ofen kurz angeröstet. Ich nehme dazu gern die Grillfunktion im Backofen und schiebe den Rost in die oberste Schiene. Die Baguettescheiben nehme ich rechtzeitig aus dem Ofen, damit sie nicht zu hart werden, denn wir wollen ja kein Zwieback. Nun reibe ich die Baguettescheiben mit Knoblauch ein. Dann verteile ich die Tomaten auf den Scheiben. Jetzt kommt eine Variante, die je nach Geschmack zugefügt oder weggelassen werden kann. Ich streue etwas Parmesan oder nach Geschmack Pecorino darüber.
Dann kommt der Rost mit den Bruschetta-Scheiben wieder kurz in den Backofen, bis der Käse angeschmolzen ist. Für den guten Geschmack kommen noch ein paar Tropfen Olivenöl darüber. Die Bruschetta ist nun fertig. Guten Appetit! Wenn dir das Video gefallen hat, lass bitte ein Abo da und du verpasst dann auch kein weiteres Video mehr von mir. Im Abspann findest du noch den ein oder anderen interessanten Link. Bis zum nächsten Mal, euer Herbie.